Es gibt dann ab und an doch noch diese Spiele, die mich nach anfänglicher Skepsis voll und ganz überzeugen und mich komplett in ihren Bann ziehen. Und tatsächlich trifft das wunderbar auf das heute mit diesem Video in seiner 1.0 Version erscheinende Desync vom japanischen Indie-Team Stage Games zu, welches nach zugegebenermaßen schwieriger Einstiegskurve sich als so unfassbar gutes Spiel entpuppt hat. Alles zum Automationshit mit RTS und sogar Koop und PvP-Elementen habe ich euch in diesem Video zusammengefasst. Hello, operator. You have a job to do. Desync hat einen weiten, aber weiß Gott nicht beschwerlichen Weg hinter sich. Denn bereits die erste Early Access Version, welche im August 2023, also vor gut 2,5 Jahren erschien, bot ein verhältnismäßig umfangreiches Automationsspiel mit vielen ganz eigenen einzigartigen Ideen, welches sich zum Beispiel auch nicht vor Factorio verstecken musste, aber dazu kommen wir gleich noch genauer. Während der Start dem Vernehmen nach sehr erfolgreich verlief und der Titel es bis in die Top 8 der meistverkauften Steam-Spiele in diesem Zeitraum schaffte, rutschte Desync danach etwas in Vergessenheit, obwohl die Early Access Phase mit 6 großen Content-Updates bei weitem alles andere als langweilig war. So erschien zum Beispiel schon im November 2023 das erste große sogenannte Exploration Update, welches Jahreszeiten einführte und das Erforschen und Erkunden der fremden Welt, auf der ihr euch zurechtfinden musstet, vertiefte. Apropos fremde Welt, die Ausgangssituation von Desync ist schnell erzählt. Durch einen nicht näher erklärten Zwischenfall strandet euer Mutterschiff im Orbit eines fremden Planeten und muss repariert werden. Die KI des Schiffs entsendet daraufhin euch, also streng genommen seid ihr somit auch eine KI, auf den Planeten, um die benötigten Ersatzteile mit zunächst nur einer Handvoll Ressourcen und Drohnen zu beschaffen. Ehrlich gesagt ist dieser Einstieg sicher kein gelungenes Glanzstück, denn bis auf 2-3 Sätze zu Beginn erfahrt ihr sonst gar nichts zur Ausgangssituation und werdet einfach so auf die prozedural generierte Map geschmissen. Cutscenes oder ähnliches gibt's hier nämlich gar nicht. Gut, das macht Factorio mit seinem Raumschiffabsturz auch nicht besser. Jedenfalls unterscheiden sich beide Spiele ab hier dann doch relativ schnell. Denn wo ihr in Factorio beginnt, mit Hand und Hammer erste Rohstoffe aus dem Boden zu klopfen, baut ihr in Desync zunächst euer Basisgebäude in bester Command & Conquer MFB-Manier an einer günstigen Stelle auf, an welcher ihr im Idealfall die beiden ersten Ressourcen, das sind Metall für Gebäude und Kristalle für Energie, vorfindet. Vielleicht fragt ihr euch, wie zur Hölle ich hier im Videotitel auf die Siedler verweisen konnte, aber das war tatsächlich das, was mir als nächstes in den Sinn kam, zumal die PvP-Kämpfe später schon hart die Siedler 3 und 4 Nostalgiewelle kicken. Aber das meine ich gerade gar nicht. Denn anders als Factorio, und damit können wir es dann auch mal mit Factorio gut sein lassen, gibt es hier keine Förderbänder, sondern nur eure Drohnen. Und diese wuseln so schnell und zahlreich durch eure Basis, dass hier der berühmte Volker-wertige Aquarium-Effekt entsteht und ihr tatsächlich, wenn ihr euch drauf einlasst, auch das What you see is what you get Prinzip bewundern könnt. Denn alle Waren können in jedem Bearbeitungsprozess jederzeit ohne großartige Statistiken verfolgt werden. Damit endet es aber nicht, sondern beginnt erst hier so richtig. Denn jede eurer Drohnen kann nicht nur auf X-Befehle programmiert werden, was ich ehrlich gesagt gar nicht so arg benutzt hatte, da mir sonst der Kopf geplatzt wäre, sondern auch beliebig mit Werkzeug und Waffen ausgerüstet werden. So entstehen an jede Situation angepasste Einheiten,
die ihr auch jederzeit wieder umrüsten könnt und ihr so ganz automatisch nach und nach damit beginnt, rum zu experimentieren, um dann zwangsläufig ständig bessere Lösungsansätze zu finden, was sich total gut anfühlt. Simpel erklärt vielleicht: Ihr packt zum Beispiel einen Bohrer auf eine Drohne, die damit in die Lage versetzt wird, Ressourcen abzubauen oder aus einem Kristall herauszulasern. Alternativ packt ihr eine Laserkanone auf die Drohne, um euch zu verteidigen, und habt so quasi direkt eure erste Militäreinheit, die ihr dann komplett ATS-mäßig befehligen könnt, solange ihr nicht der Saft ausgeht. Wie Saft? Ja, Mist, jetzt gehen wir noch tiefer. Denn da ihr eine KI mit einer Roboterarmee seid, müsst ihr ständig euer Energiehaushalt im Griff behalten. Was in die Siedler mit Grenzsteinen gelöst wurde, ist in Desync der Bereich, in welchem eure Einheiten noch mit Energie versorgt werden. Sollten eure Drohnen diesen verlassen, verlieren diese Energie und können sich bei Null nur noch in einen Energiesparmodus retten, in welchem sie sich dann nur noch im Schneckentempo bewegen können und so selbstverständlich ein leichtes Ziel werden. Aber auch dafür gibt es natürlich viele kreative Lösungen, wie mobile Energiezellen und so weiter und so weiter. Welcome to Desynced, a strategy automation game beyond bounds. Like most automation games, Desynced is about building increasingly complex systems to produce increasingly complex parts. Wer Automationsspiele liebt, kann hier tüfteln und vom einfachen Transportauftrag bis hin zum selbstständig agierenden Versorgungsnetzwerk alles durchprogrammieren. Wer hingegen PvP-Spiele mit ausgedehnter Basisbauphase à la Siedler 3 und 4 wertschätzt, kann sich das ganze Programmiergedöns aber auch komplett schenken und sich entsprechend bekriegen. Zumal Desync sicher auch grafisch vielleicht nicht komplett überlegen ist, aber für sein Sci-Fi-Setting wunderbar zweckmäßig daherkommt. Also beim Heranzoomen zum Beispiel mit gelungener Tiefenunschärfe flext und beim Rauszoomen so viel Details wegnimmt, damit ihr nie den Überblick verliert. Wenn ihr bereit seid, euch in ein komplexes Spiel einzuarbeiten und die sicher daher hohe Eingangshürde überwindet, bevor es schlussendlich Klick macht, dann erwartet euch mit Desync ein anspruchsvolles Automationsspiel mit extrem tiefgehendem System und auch hohem Wiederspielwert, was ihr auch zusammen mit Freunden genießen könnt. Von daher wollte ich auch noch unbedingt pünktlich dieses Video raushauen, denn Desync hat das in meinen Augen total verdient. Den Link zur Steam-Seite findet ihr oben im i, sowie in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Die 1.0 soll $30 kosten und mit 40% Rabatt zur Feier des Tages starten. Gönnt euch! Exploration, base defense, expansion, research and more will be required to uncover the mystery of where you are and who you are. After 2 years in early access and over 6 major updates, Desynced is finally ready for 1.0. Join us for the official launch of Desynced on Steam.